Ja oder nein? Bin ich lustig? Ich weiß nicht. Hallo Anna, du stellst dir philosophische Fragen am Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, hallo an alle. Ich mache einen Psychologietest in dieser Zeitschrift. Die Überschrift ist „Wer bist du wirklich?“ Es ist sehr interessant, aber auch schwierig. Ich muss meine Persönlichkeit beschreiben. Das ist ein fantastisches Thema für heute. Unser Thema ist, wie man über die eigene Persönlichkeit spricht. Wir lernen die wichtigsten Adjektive, um Charakter und Eigenschaften zu beschreiben. Wir lernen, wie man sagt, was man ist und was man nicht ist. Das ist eine sehr lange und detaillierte Lektion für das Niveau A2. Kannst du mir helfen, den Test auszufüllen, Lukas? Du kennst mich gut. Natürlich, wir gehen die Fragen zusammen durch. Fangen wir mit den Grundlagen an, die positiven Eigenschaften. Die erste Frage im Test ist oft über die Freundlichkeit. Das wichtigste Wort ist nett. Ich bin nett, du bist nett. Nett, das ist einfach. Ich glaube, ich bin nett. Ja, du bist sehr nett. Ein Synonym für nett ist freundlich. Freundlich kommt von Freund. Freundlich. Ich bin freundlich. Zu meinen Kollegen. Und du, Lukas? Bist du freundlich? Ich hoffe es. Ich versuche immer freundlich zu sein. Ein anderes wichtiges Wort ist sympathisch. Das bedeutet, dass andere Leute dich mögen. Sympathisch. Das ist ein langes Wort. Mein Nachbar ist sehr sympathisch. Er hilft mir immer. Genau. Jetzt üben wir die Verneinung. Was ist das Gegenteil von nett oder freundlich? Es ist unfreundlich. Wir benutzen das Präfix un. Unfreundlich. Der Busfahrer heute Morgen war sehr unfreundlich. Er hat nicht Hallo gesagt. Bist du unfreundlich, Anna? Nein, ich bin nicht unfreundlich. Ich bin freundlich. Und Sie? Sind Sie eine freundliche Person? Sagen Sie laut: Ich bin freundlich. Nächstes Paar: lustig und ernst. Eine lustige Person macht viele Witze. Man muss lachen. Ich liebe lustige Menschen. Ich glaube, ich bin lustig. Ich lache gern. Ja, du bist lustig. Das Gegenteil ist ernst. Ein ernster Mensch lacht nicht viel. Er ist seriös. Lukas, du bist manchmal ein bisschen ernst. Wenn du arbeitest, bist du sehr ernst. Das stimmt. Bei der Arbeit bin ich ernst, aber in meiner Freizeit bin ich lustig. Sind Sie eher lustig oder ernst? Die nächste Frage im Test ist über soziale Kontakte. Bist du gern allein oder mit Menschen? Wir haben zwei wichtige Wörter: offen und schüchtern. Offen und schüchtern. Offen bedeutet open. Jemand, der viel spricht und Kontakt sucht. Genau, eine offene Person ist kontaktfreudig. Bist du offen, Anna? Ja, ich denke schon. Ich spreche gern mit neuen Leuten auf Partys. Ich bin ziemlich offen.
Ziemlich bedeutet einigermaßen oder ziemlich. Du bist ziemlich offen. Das Gegenteil ist schüchtern. Eine schüchterne Person hat Angst zu sprechen. Sie ist ruhig. Als Kind war ich schüchtern, Präteritum. Aber jetzt bin ich nicht mehr schüchtern. Bist du schüchtern, Lukas? Manchmal, wenn ich niemanden kenne, bin ich ein bisschen schüchtern. Aber normalerweise bin ich ruhig. Ah, ruhig ist nicht schüchtern. Ruhig bedeutet calm oder quiet. Man kann ruhig sein, aber nicht schüchtern. Exakt, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ich bin eine ruhige Person. Ich schreie nicht, ich spreche nicht laut, aber ich habe keine Angst. Ich bin nicht ruhig. Ich bin laut. Manchmal bin ich zu laut, wenn ich mich freue. Ich bin lebhaft. Okay, wir haben viele Wörter. Offen, schüchtern, ruhig, laut, lebhaft. Lass uns das üben. Ist deine Schwester ruhig? Nein, meine Schwester ist nicht ruhig. Sie ist sehr laut und lebhaft. Ist dein Bruder schüchtern? Ja, mein Bruder ist sehr schüchtern. Er spricht fast nie. Beschreiben Sie sich selbst. Sind Sie ruhig oder laut? Sind Sie offen oder schüchtern? Benutzen Sie sehr, ein bisschen oder ziemlich. Zum Beispiel, ich bin ein bisschen schüchtern. Kommen wir zum nächsten Teil des Tests. Arbeit und Ordnung. Das sind sehr deutsche Tugenden. Das erste Wort ist ordentlich. Ordentlich, tidy oder organized. Das ist mein Problem. Ich bin nicht sehr ordentlich. Jemand, der ordentlich ist, räumt immer auf. Alles hat seinen Platz. Das Gegenteil ist unordentlich oder chaotisch. Ich bin definitiv chaotisch. Mein Schreibtisch ist voll mit Papier. Mein Zimmer ist nicht perfekt. Ich bin eine chaotische Person. Und du, Lukas? Du bist sicher ordentlich. Ja, ich bin sehr ordentlich. Ich mag es, wenn alles sauber ist. Ich bin organisiert. Du bist organisiert. Ich bin chaotisch. Aber ich bin kreativ. Oft sind kreative Menschen ein bisschen chaotisch. Das ist ein gutes Argument. Du bist kreativ. Ein anderes wichtiges Wort für die Arbeit ist pünktlich. Oh je, pünktlich. On time. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Ja, bist du pünktlich, Anna? Meistens. Ich versuche pünktlich zu sein. Aber manchmal bin ich unpünktlich. Ich komme 5 Minuten zu spät. 5 Minuten sind okay, aber nicht mehr. Ich bin immer pünktlich. Ich bin nie zu spät. Ein weiteres Wort, fleißig. Fleißig bedeutet hardworking. Ich bin fleißig. Ich arbeite viel und gern. Das Gegenteil ist faul, lazy. Bist du faul? Am Wochenende bin ich gern faul. Ich liege auf dem Sofa und mache nichts. Aber bei der Arbeit bin ich nicht faul. Das ist eine gute Balance. Also ordentlich versus chaotisch, pünktlich versus unpünktlich, fleißig versus faul. Der Test fragt auch nach dem Kopf und dem Herz. Bist du ein Kopfmensch oder ein Herzmensch? Wir haben das Adjektiv intelligent oder klug. Ich hoffe, ich bin intelligent. Ich lerne gern neue Dinge. Und wir haben neugierig. Neugierig bedeutet curious, man will alles wissen. Oh ja, ich bin sehr neugierig. Ich stelle immer viele Fragen. Bist du neugierig, Lukas? Ja, sehr. Deshalb mache ich diesen Podcast. Ich interessiere mich für Sprachen. Ein anderes Wort ist kreativ.
Das hatten wir schon. Und das Gegenteil von emotional ist rational oder logisch. Ich bin emotional. Ich entscheide mit dem Herz. Du bist rational. Du entscheidest mit dem Kopf. Richtig. Ich bin logisch. Du bist emotional. Ein weiteres wichtiges Wort, ehrlich. Ehrlich bedeutet honest. Man sagt die Wahrheit. Ich bin immer ehrlich. Ich kann nicht lügen. Bist du ehrlich? Ja, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Ich bin eine ehrliche Person. Und zuverlässig. Zuverlässig heißt reliable. Man kann dir vertrauen. Meine beste Freundin ist sehr zuverlässig. Wenn sie sagt, sie kommt, dann kommt sie. Mein Bruder ist unzuverlässig. Er vergisst Termine. Wiederholen Sie diese schwierigen Wörter. Neugierig, zuverlässig, ehrlich und voilà! Wir haben den Test beendet. Wir haben so viele Adjektive gelernt. Jetzt kommt die große Wiederholung. Der finale Test. Ich bin bereit, mich vorzustellen. Anna, ich möchte, dass du dich jetzt komplett beschreibst. Benutze die Adjektive aus allen Kategorien. Beschreibe deinen Charakter, deine Arbeitseinstellung und dein soziales Verhalten. Okay, hier ist mein Profil. Ich bin eine freundliche und offene Person. Ich bin sehr neugierig und kreativ. Ich lache gern, also bin ich lustig. Ich bin ziemlich emotional, aber auch ehrlich. Bei der Arbeit bin ich fleißig. Ich bin aber ein bisschen chaotisch. Mein Schreibtisch ist nicht ordentlich. Aber ich bin immer pünktlich. Am Wochenende bin ich manchmal faul. Ich bin nicht schüchtern, ich bin kontaktfreudig. Bravo! Das war eine exzellente Beschreibung. Sehr detailliert. Du hast sehr, ziemlich und ein bisschen benutzt. Jetzt bin ich dran. Ich beschreibe mich. Ihre letzte Mission. Es ist eine Schreibübung. Beschreiben Sie Ihre Persönlichkeit in den Kommentaren. Benutzen Sie mindestens 3 Adjektive. Schreiben Sie einen Satz mit Ich bin und einen Satz mit Ich bin nicht. Zum Beispiel: Ich bin freundlich und ruhig. Ich bin nicht chaotisch. Wir sind sehr gespannt, wer ihr seid. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Sie sind alle sehr fleißig, weil Sie Deutsch lernen. Auf Wiedersehen. Tschüss, bleiben Sie neugierig.